Herzlich willkommen in Rumänien. Ich bin ins Velo. Da bin ich einfach mal hier im Wald. Bin ich mal geradeaus gefahren. Mal schauen, ob das Tempo etwas ist. Ich bin ein bisschen am Zittern, also schon frisch. Aber ich hoffe, dass es kein Neoprenpflicht ist im Mund. Boah, Baby! Liebe Leute, ich begrüße euch zum heutigen... Ich begrüße... das schaffe ich das Intro, Alter. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich befinde mich hier in Rumänien. In dem schönen Izvorani, etwa 20 km von Bukarest. Plus minus. Und wir sind hier auf einem schönen Sportkomplex hier, wo Ruderer stationiert sind und so weiter. Und ja, bis jetzt läuft es eigentlich relativ gut. Es ist immer schön, wenn man so als Schweizer in so ein östliches Land kommt, weil da einfach das Leben ein bisschen anders ist und wir einfach verwöhnt sind in der Schweiz, was einfach die Sauberkeit und alles anbelangt. Das ist nicht schlimm, aber es hat halt schon so ein bisschen Spinnen überall, so im Badzimmer, ein bisschen rostig und so. Der Rest ist eigentlich gut. Und ja, heute ist Freitag, morgen ist der Wettkampf am Samstag, wieder Sprintdistanz. Und wir schwimmen hier in so einem See. Es ist so, es sind Balkanmeisterschaften und es ist einfach eine weitere Chance für mich, Erfahrungen zu sammeln, international und zu racen und ja, mal schauen, was dann passiert morgen. Von der Taktik her weiss ich noch nicht ganz genau, wie das angehen soll. Also ich denke, ich werde einfach mal im Schwimmen herschwimmen und dann schauen. Schauen, wo ich stehe, schauen, wo die anderen stehen und ja, und dann entscheiden, entweder rausnehmen, gehen, probieren wegzukommen, mal schauen. Werde ich alles im Rennen entscheiden. Ich sehe relativ müde aus, ich bin immer noch müde vom letzten Rennen. Ich kann mich eigentlich relativ okay erholen. Also ich spüre einfach noch alles ein bisschen, aber ist eigentlich egal. Morgen ist einfach Schalter umlegen und performen und noch einmal kämpfen und das geben, was ich habe. Genau, und, aber es ist schon sehr eine gute Erfahrung, die ich hier mache, back-to-back einen Wettkampf zu machen, weil von der Erholung her ist schon eine Herausforderung. Dann möchte ich gerade noch schnell eine Frage aufgreifen vom M. Filiger. Fili, ein Gruß geht aus an dich. Danke für deine Frage. Er fragt, wenn du nächste Woche gerade wieder ein Rennen hast, dein Körper sich eigentlich denkt, okay, jetzt werde ich mich erholen, jetzt habe ich das Rennen hinter mir. Wie ist es dir ergangen, trotzdem im Wettkampfmodus zu bleiben? Wie hat deine Erholung ausgesehen, dass du nicht zu fest aus dem Modus rausgehst? Also, super Frage, danke dir vielmals. Es war so, ich bin am Montagmorgen heimgeflogen von Malta und am Nachmittag direkt wieder aufs Velo. Einfach, um mich durchzubewegen und alles im Schwung zu behalten. Und geschaut, dass ich einfach immer in Bewegung bleibe, aber nicht intensiv trainiere. Ja, das ist eigentlich die ganze Herausforderung, wenn man so nah beieinander ein Rennen hat, das mit der Erholung und der Belastung aufeinander abzustimmen. Aber ich muss sagen, es hat relativ gut funktioniert. Was aber wirklich geholfen hat, ist einfach Schlafen. Also, es gibt eigentlich nichts anderes, was besser hilft wie Schlaf gegen Jetlag oder Reisemüdigkeit. Und ich habe auch meine Nahrungsergänzungsmittel immer genommen, weil ich habe natürlich gemerkt, im Flug, Klimaanlage, es hat viele Leute aktuell, die husten, die verkältet sind und das kann ich natürlich nicht gebrauchen, weil mein Körper ist mein Werkzeug, das heisst, ich muss gesund bleiben. Und das habe ich eigentlich so relativ gut hinbekommen, eben viel geschlafen und im Wettkampfmodus komme ich dann einfach erst wieder einen Tag vorher, also, oder am Wettkampftag selber. Also ich bin wirklich sehr entspannt, weil es braucht extrem viel Energie, immer auf Strom. Und deswegen muss man einfach irgendwie den Schalter umlegen, was ich eigentlich sehr gut kann. Und das passiert einfach am Wettkampftag selber dann, genau.
noch eine andere lustige Story. Also es ist eigentlich so mittelmäßig lustig. Also es ist eigentlich schon lustig, aber in dem Moment war es nicht lustig. Als ich gestern angekommen bin, bin ich aufs Velo. Und dann bin ich einfach mal da im Wald, bin ich einfach mal geradeaus gefahren. So 20 Minuten, habe ich gekehrt. Und dann bin ich zurückgefahren. Und es ist ja normal, dass man in Rumänien sehr viele wilde und freie Hunde hat, oder? Und dann bin ich an einem Haus vorbeigefahren, dann kommt plötzlich einer rausgeschossen und attackiert mich. Und ich kann eigentlich sprinten. Und ich so voll verstanden, hey Kollege, was ist jetzt los? Ich auf dem Velo und dachte, ja, hier am Trainieren, oder? Dann fahre ich weiter, so 200 Meter. Dann sehe ich wieder 2 Hunde liegen. Ich schaue sie an, sie schauen mich an. Ich habe so 30, 35 drauf. Dann fangen die an zu sprinten. Und ich muss aufstehen und wirklich an dem Lenker gerissen. Und ich dachte, ich bin in Lebensgefahr jetzt. Also, das ist glaube ich nicht Spass mit denen. Dann fahre ich weiter. Und da habe ich mir irgendeinen Plan überlegt. Wie komme ich zurück? Weil ich bin schon nicht zurückgekommen ins Hotel. Ich habe mir einen Plan überlegt, wie ich nicht zurückkomme. Ich dachte, okay, mir ist es jetzt egal. Ich kann mich sicher nicht von so freien Hunden noch zurückdrängen. Ich schon untere Lenker genommen, zum Sprinten, fahre hin, schaue vorne, sehe ein Rudel Hunde, die auf mich wartet, die wirklich auf der Straße steht. Und dann sehe ich, wie die zu mir säckeln. Und dann habe ich meinen Papi angerufen und gesagt, hey, ich komme nicht zurück ins Hotel. Und dann hat er einen Transfer organisiert und mich abgeholt. Also jetzt ist schon ein anderer Charakter angenommen. Also, ist alles ein bisschen schöner da. Jetzt stehen wir sogar rüber. Also, ich will jetzt ins Wasser und ich muss sagen, für reinkommen direkt mal Schnappatmung, weil es einfach nicht so warm ist von der Temperatur her. Es ist etwa 20 Grad, 21 Grad vielleicht. Also es ist okay, es ist eigentlich angenehm, wenn man schwimmt. Aber wenn ich jetzt rauskomme, ja, Hühnerhaut, bin ich ein bisschen am Zittern, also es ist schon frisch. Aber ich hoffe echt, dass keine Neoprenpflicht ist morgen. Ich hoffe auch nicht, dass wir anlegen dürfen, weil es ist eigentlich besser ohne. Ja, und es ist sehr trüb, also ich sehe meine Arme eigentlich nicht mehr. Aber schon gut. Also, guten Morgen. Es ist 8:30. Es starten jetzt die Frauen und jetzt gehe ich mal schauen, da das ganze abläuft. Man kann 11:30 Uhr starten, also jetzt noch 3 Stunden bis zum Start. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze abläuft bei den Frauen. Also liebe Leute, 40 Minuten bis zum Start. Es ist mit Neopren, also Neopren ist erlaubt, das heisst, ich will jetzt auch mit Neopren schwimmen. Das ist eigentlich also gerade eine gute Übung. Das ganze Zeug ausziehen und so. Und ja, also mal schauen, wie es rennen wird. Voll Taktik her. Aber für mich echt gut. Und jetzt werde ich wieder rösten. Einfach rösten und kämpfen bis zum letzten Millimeter. Das ist es. Und vielleicht auf dem Velo ein taktisch arbeiten. Je nachdem. Mal schauen. Vielleicht gibt es eine Spitzengruppe, vielleicht auch nicht. Und ja. Alle. Let's fucking go. Power baby. Ladies and gentlemen, please welcome the elite If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He
He's so mad, but he won't give up, daddies, he know he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stacked that he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass him. Back to reality. Super, stark! Ja. Vier Runden. Letzte Runde. Escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These homes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next Dario, niet nog hallo, niet nog hallo. Druk te Go, 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 go. Told it unfolds, I suppose it's old partner, but the beat goes on. Da-da-dum. Back to reality. Dario is here. Great job, second place. Great race for Dario. And now the third is Back to reality. Back to reality. Back to reality. Back to reality. I had some stomach problems and breathing problems, and then I was really glad that I arrived in the finish. Three of you and your two colleagues that arrived on the podium. You are close to the water, and then also you work together on the bike, but then running was some kind of business. Yeah, this is my first season in triathlon, so I'm used to be a swimmer, so I'm not used to the running, and so I have to build up my run to eventually get the win one day. But you did your job, you were first out of the water, no? Yeah, I'm usually always first out of the water, but this was also my first time with the wetsuit, so it was also a little bit special for me, but I could manage to do pretty well. Thank you, congratulations. Thank you very much. Second place and the winner of the silver medal from Switzerland, Dario Wiklater. Der Dario Wiklater, man kennt ihn. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Der Hahn muss laufen. So liebe Leute, der Wettkampf ist vorbei. Das erste Mal auf dem Podium im Triathlon, das erste Mal auf dem Podium diese Saison, das erste Mal Podium international im Triathlon. Nein, also es war wirklich ein gutes Rennen gewesen. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen durch, wie ich mich gefühlt habe und was so meine Gedanken sind. Also, erstens mal Neopren. Erstens mal haben wir Neopren anlegen.
Und ich habe die Chance gerade genutzt, das einfach mal auszuprobieren. Und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Also ich bin ins Wasser gekumpelt und der Neopren hat sich eigentlich auch okay angefühlt. Und mit dem Abziehen hat es auch sehr gut funktioniert. Also alles in allem eigentlich top funktioniert. Das Feeling im Wasser war so mittelmäßig. Sicher nicht gleich wie in Malta, einfach auch von der hohen Belastung und alles. Und ja, da habe ich mir echt gedacht, egal, ich poste jetzt einfach durch, oder? Und habe dann gemerkt, ich komme so in Fahrt ab so 400 Meter. Die Schwimmstrecke war ein bisschen länger, glaube ich. Es hat sich auch relativ lang gezogen. Und wir waren dann eine Dreiergruppe, die uns abgesetzt haben, mit so etwa 10 Sekunden Abstand vielleicht. Das dritte in die Wechselzone, das dritte aus der Wechselzone und dann haben wir wirklich angefangen Motor. Also dann haben wir gerade miteinander gearbeitet und sind dann zum dritten weggekommen und haben wirklich einen krassen Abstand rausgefahren von etwa 2 Minuten. Und das war natürlich super. Es war wieder hart, aber nicht so hart wie in Malta, weil es einfach nicht so heiß war und es hat nicht so viel Gegenwind gehabt. Ich bin 350 Watt Normalized gefahren und 334 Watt normal, also für die sich auskennen. Es war hart, aber ich bin nicht am Anschlag gefahren, überhaupt nicht. Und ich wollte einfach auch noch gut laufen, aber trotzdem gut arbeiten. Also, es hat sich eigentlich durchs Rennen durchgezogen, dass ich mich so ein bisschen träge gefühlt habe, aber es war okay. Es war wirklich okay. Auf der Laufstrecke habe ich mich eigentlich relativ gut gefühlt. Sehr smooth, also eigentlich von der Technik her hat sich das eigentlich wirklich sehr gut angefühlt. Nicht so ein Gemor wie in Malta, weil dort bin ich ja so hart Velo gefahren, ich bin fast verreckt nach der Laufstrecke. Aber es ist okay. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit meiner Laufleistung. Die Laufzeit 16:56 bin ich gelaufen auf 5 Kilometer. Es ist jetzt nicht optimal, also für jetzt ist es wirklich tiptop. So nach dem Effort im Schwimmen, Velofahren, nach Malta und so ist wirklich eigentlich super. Ich bin zufrieden und bin einfach auch zufrieden, dass ich technikmäßig für mich gut gelaufen bin. Und schlussendlich eben den zweiten Platz, Balkanmeisterschaften. Ich bin nicht Balkaner, deswegen bin ich im Balkanmeisterschaften Ranking drin. Ich bin auch im Elite Open Ranking drin. Und ja, das war es von Rumänien. Mein zweiter internationaler Wettkampf, mein bestes Resultat in dieser Saison. Ja, das ist jetzt eigentlich perfekt aufgegangen, die ganze Saison. Klar, ich habe ein bisschen mit Verletzungen und so gehabt, aber ich werde noch ein einzelnes Video machen über das, wie meine Saison verlaufen ist, wie zufrieden ich bin, was ich mitnehme, was ich gelernt habe und wie es weitergeht, natürlich. Es werden auch noch andere Videos folgen in der nächsten Zeit, weil ich auch bald Saisonpause und dann werde ich mit meinen Kollegen auch mal ein paar Tage unterwegs sein und dann wird es auch wieder coole Videos geben mit meinen Jungs. Ja! Achtung! Was ich auch unbedingt noch erwähnen will, ist, neben dem schönen Erfolg, den ich jetzt hier feiern konnte, mit dieser tollen Leistung, die ich erbringen konnte, gibt es noch andere schöne Sachen, die ich hier erleben konnte. Und zwar ist habe ich das Ganze mit meinem Papi erleben. Und er unterstützt mich auch da mega. Meine Mami natürlich auch, meine Jungs auch, meine ganze Familie. Aber jetzt spezifisch bin ich da unterwegs mit meinem Papi. Und bin sehr dankbar dafür, dass ich das mit ihm auch erleben konnte, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man so ein gutes Verhältnis hat und so tolle Eltern hat. Und deswegen möchte ich das auch hervorheben, dass das einfach neben dem schönen Erfolg jetzt an diesem Wettkampf auch ein schönes Erlebnis ist, wo mir bleiben und wo ich dankbar dafür bin. Und ja, in dem Sinne, meine Damen und Herren, danke vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Danke schön, dass ihr mich auch unterstützt und meine Videos schaut und mir auch größtenteils eigentlich gutes Feedback gebt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich weiss noch nicht, was es sein wird. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, die Glocke aktivieren und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like geben. Und das Wichtigste zum Schluss, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, sexy bleiben.